Hallo, ich habe gerade Amerikaner von Chimamanda Ngozi Adichie zu Ende gelesen und ich möchte es kurz vorstellen. Das ist ja ein sehr bekanntes Buch, deswegen gehe ich davon aus, dass die meisten Leute das kennen. Es ist das dritte Buch von der Autorin, der dritte Roman, auch der dritte, den ich gelesen habe, weil ich mir vorgenommen hatte, es in chronologischer Reihenfolge zu lesen. Dieses Buch spielt jetzt zum Teil in Nigeria, zum Teil in den USA und ein bisschen in England. Es geht hier um Ifemelo und Obinze, die sich relativ jung in Nigeria kennengelernt haben und verliebt haben und genau ein relativ glückliches Pärchen sind. Obinze träumt die ganze Zeit davon, in die USA auszuwandern und Ifemelo hat dann das Glück, tatsächlich mit einer wegen Universität in die USA zu gehen. Und Obinze versucht nachzuziehen, aber ihm wird die ganze Zeit das Visa verweigert. Deswegen nutzt er irgendwann dann die Möglichkeit, nach England auszuwandern. Und dieses Buch erzählt jetzt in immer verschiedenen Rückblenden, wie sich ihr Leben verändert hat, nachdem sie beide ausgewandert sind, was für Erfahrungen sie gemacht haben. Wobei das Hauptaugenmerk auf der Frau Ifemelu ist, von der man wesentlich mehr erfährt. Das Buch hat mir sehr gut gefallen, besonders während dem Lesen habe ich mich immer wieder gefreut, weil da sehr viele kleine Details drin sind und nette Anekdoten erzählt werden, die ich sehr lehrreich und auch zum Teil einfach lustig fand. Aber immer wenn ich das Buch weggelegt habe, habe ich Schwierigkeiten gehabt, es wieder zur Hand zu nehmen. Und ich kann nicht so genau sagen, woran das liegt. Also auf jeden Fall liegt es auch daran, dass ich zu der Zeit, als ich es gelesen habe, mehr Lust auf kürzere Geschichten hatte und nicht auf so eine fast 500 Seiten lange Geschichte. Ich habe jetzt im Internet aber auch nach Rezensionen geguckt und da haben einige Leute bemängelt, dass es ihnen auch so ähnlich ging. Also dass es ein bisschen schwierig war, dieses Buch zu lesen, weil da einfach so viel drin ist und manche Sachen vielleicht besser rausgeschnitten werden könnten, damit die Geschichte sich flüssiger liest oder so. Genau, das hat mich so ein bisschen beruhigt, weil vorher hatte ich immer nur gehört, wie cool diese Geschichte ist und dass ich so eine Schwierigkeiten hatte, habe ich mich gefragt, ob ähm, das einfach nicht das richtige Buch für mich ist, obwohl ich mich ja so über dieses Buch gefreut habe. Genau, aber mir hätte das geholfen, wenn ich gewusst hätte, dass andere Leute auch so ein bisschen Schwierigkeiten beim Lesen hatten. Denn eigentlich hat mir dieses Buch super gut gefallen. Also, wie ich eben in der Zusammenfassung gesagt habe, es geht um dieses Pärchen, auch Liebe ist viel Thema, auch ihre Liebe zueinander. Und auf einer inhaltlichen Ebene geht es aber auf jeden Fall auch viel um Rassismus, weil die beiden tatsächlich, als sie auswandern, sowohl in die USA als auch nach England, das erste Mal damit wirklich konfrontiert sind, dass sie schwarz sind. Ähm, und Eve Melo startet dann auch einen Blog, der sehr erfolgreich wird, in dem sie über Rassismus und Race in den USA bloggt. Und diese Blog-Einträge sind hier auch drin und die sind sehr direkt, thematisieren sie Rassismus und auch die anderen Geschichten, auch die anderen Erfahrungen sind sehr obvious und manche Leute fühlen sich auch dadurch belehrt. Was ich jetzt nicht so hatte, ich finde es angenehm, wenn ich mich theoretisch mit Rassismus beschäftige, ich auch Romane und solche Geschichten habe, wo dann Personen und nicht, also so Individuen quasi das erleben und es nicht nur so ein theoretisches Konzept bleibt. Deswegen fand ich es sehr gut. Äh, genau, wer sich nicht mit Rassismus beschäftigen will, sollte das Buch allerdings nicht lesen.
Und bei den Rezensionen hatte ich auch viel gesehen, dass Leute die Hauptperson Efemelo sehr unsympathisch finden. Und erst da habe ich drüber nachgedacht, weil während dem Lesen fand ich sie eigentlich relativ sympathisch. Klar, sie hat Fehler, also so Flaws, aber das brauchen Charaktere ja auch. Also haben Menschen einfach. Viele haben kritisiert, dass sie so besserwisserisch ist und belehrend. Und so belehrend, ich meine, sie weiß ultra viel. Warum soll sie einem da nicht was beibringen? Und dass Leute, die sehr viel wissen, manchmal belehrend werden oder wirken, liegt irgendwie im Ding der Sache. Sie lernen einen ja auch etwas. Insofern habe ich jetzt nicht so Probleme damit. Also ich meinte hier, dass die Kritik viel von weißen Leuten kam und mich als weiße Person hat die Figur Efemelo und dadurch ja quasi auch die Autorin sehr viel über Rassismus gelernt. Und besonders von weißen Leuten kenne ich das, dass sie schwarze Menschen schnell für arrogant und belehrend halten, wenn sie ihnen etwas beibringen. Und genau das habe ich halt hier bei diesen Rezensionen auch gefunden oder gemeint oder ge das Gefühl gehabt zu finden. Für eine andere Perspektive würde ich einfach empfehlen, auch andere Videos von anderen Leuten zu gucken. C'est ça. Sie hat sehr viel über Rassismus gelernt und man bekommt aber auch so ein bisschen mit, wie ihr Weg dahin war, weil sie hat 15 Jahre zum Teil in den USA gelebt und dabei hat sie halt einfach sehr viel gelernt, wie der Rassismus in den USA funktioniert. Aber das Buch macht auch klar, dass sie das nicht von Anfang an wusste. Und ansonsten ist sie eine sehr selbstsichere Person oder zumindest tritt sie so auf. Es werden mehrere Beziehungen von ihr beschrieben, wie sie zu anderen Männern Beziehungen hatte. Also sie ist auf jeden Fall sehr hetero. Ich hatte auf jeden Fall die ganze Zeit beim Lesen das Gefühl, dass Obinze, also ihr erster Freund, schon einfach die passendste Person ist, weil die anderen geben ja alle sehr viel Selbstzweifel und das fand ich sehr interessant, wie sie sich als Frau immer den Männern angepasst hat, obwohl sie eigentlich eine sehr starke Figur ist. Und es gibt ein Zitat, wo steht, dass Obinze made her like herself. Und das war der Einzige, der das geschafft hat. Weswegen ich beim Lesen natürlich die ganze Zeit gehofft habe, dass die beiden das irgendwie wieder schaffen, zusammenzukommen. Weil Obinze, fand ich auch, wurde relativ positiv dargestellt. Also auch so ein bisschen vielleicht durch so eine rosarote Brille. Er mag zum Beispiel super gerne Bücher und es gibt Phasen in England, in denen es ihm sehr schlecht geht und was er für sich macht, ist einmal die Woche in einen Buchladen zu gehen, um Bücher zu lesen. Und wenn so eine Figur in einem Buch so beschrieben wird, dann ist irgendwie klar, dass das Sympathie bei der lesenden Person wecken soll, weil einfach LeserInnen gerne andere LeserInnen sehen. Genau. Aber trotzdem hat das auch bei mir gewirkt. Auch bei mir hat er dadurch Sympathiepunkte bekommen. Und insgesamt wurde er einfach als an einer Stelle he was a gentleman beschrieben. Also als er ist sich seiner selbst einigermaßen so sicher, dass er nicht so auftreten muss und die ganze Zeit sich über andere stellen muss, weil er sich viel zu seiner selbst sicher ist. Und das ist eine Männlichkeit, die mir sehr gut gefällt, die es viel zu selten so gibt. Tatsächlich ist es auch eher problematisch, am meisten in Bezug auf seine Frau, die er in Nigeria dann geheiratet hat. Dazu gehört das Ganze, dass er mit seinem Leben dort überhaupt nicht glücklich ist. Und aber eine Stelle, wo es gut ist, dass die erst relativ zum Schluss kam, als er mir schon sympathisch war. Aber an einer Stelle vergleicht er seine Frau mit einer gut gewässerten Zimmerpflanze,
was, wenn das am Anfang gekommen wäre, er für mich unten durch gewesen. Was ist denn das für ein Vergleich? Naja, genau. Das war schon sehr problematisch an ihm, aber trotzdem mochte ich die beiden Charaktere und deswegen habe ich das Buch, wenn ich es gelesen habe, auch immer gerne gelesen. Das war es eigentlich schon, was ich zu diesem Buch sagen wollte. Ich habe eben noch ein Zitat gefunden, und zwar weiß ich nicht mehr genau, wer es gesagt hat. Ich hatte es mir rausgeschrieben. You can't write an honest novel about race in this country. If you write about how people are really affected by race, it will be too obvious. Und ich glaube, da hat Alice sehr die Kritik an diesem Buch schon vorweggenommen, dass Leute es zu platt fanden, aber Realität ist manchmal einfach auch so platt. Deswegen dürfen das Romane auch sein. Oder müssen es vielleicht auch sein, wenn sie ehrlich sein wollen. Genau. Wobei die Autorin wohl an einer Stelle gesagt hat, warum fragen Leute eigentlich immer, worum es in dem Roman geht, als ob es nur um eine einzige Sache gehen würde. Und das ist hier auf jeden Fall auch der Fall. Klar, Migration, Rassismus ist so der grüne Faden und auf der anderen Seite die Beziehung und die Erfahrung von den beiden. Ist auch ein grüner Faden, roter Faden, aber trotzdem, dieses Buch ist fast 500 Seiten lang, es geht um sehr, sehr viel mehr. Wenn ich jetzt aber auf diese verschiedenen Dinge eingehen würde, dann würde das Video ziemlich zerfleddern, deswegen lasse ich das lieber. Ich brauchte zum Lesen ein bisschen Geduld und ein bisschen Zeit, die ich mir dann auch genommen habe. Und ich habe aber mit einer anderen Person gesprochen, die das Buch innerhalb von einem kurzen Sommerurlaub in einem Rutsch durchgelesen hat. Also wir hatten sehr unterschiedliche Leseerfahrungen. Wir haben es aber beide sehr wertgeschätzt und uns hat es beiden Spaß gemacht, es zu lesen. Insofern weiß ich nicht, mal gucken. Wenn ihr das noch nicht gelesen habt, nehmt es auf jeden Fall zur Hand, schaut mal rein. Und wenn ihr es gelesen habt, würde mich interessieren, was ihr davon haltet, was ihr besonders mitgenommen habt aus diesem Buch oder wie eure Leseerfahrung generell mit diesem Buch war. Und damit war es das für dieses Video. Bis bald!